Ach ja, vor ein bisschen mehr als 2 Jahren kam ich auf die zugegeben recht random Idee, eine Voxelfigur aus Holz zu basteln, und das Resultat ist nun dieses schnuckelige Vollriegel hier, welches unglaublich süß auf meiner Kommode Staub ansammelt. Allerdings, wie bei jedem ersten Mal ist es nicht besonders gut geworden, man wusste nicht, was mit seinen Händen anstellt, und aus irgendeinem Grund floss am Ende mehr Blut als Schweiß. Wie dem auch sei, für den zweiten Versuch habe ich mir diesmal Kumoko aus Salem Aspires or What vorgenommen. Ich bin mir nicht einmal sicher warum, aber es könnte vielleicht daran liegen, dass ich jeden Moment an sie denke. Außerdem, weil ich bereits die Nandroid von ihr nicht haben kann und die 1/7 Scale ein klein wenig außerhalb meiner Preisklasse liegt, dann mache ich es halt selbst. Ein kurzes Wort vorab, dies wieder soll jetzt keine richtige How-to-Schritt-für-Schritt-Anleitung sein, welche man befolgen kann, auch wenn man wahrscheinlich nicht an der komplett falschen Adresse ist. Es soll eher ein Erfahrungsbericht sein, wo ich euch zeigen kann, was mir bei jedem Schritt durch den Kopf ging, auf welche Probleme ich gestoßen bin und wie ich alles letztendlich gemeistert habe, damit ich euch nun Kumoko präsentieren kann. Dann fangen wir mal an. Als Voxel-Editor benutze ich Magica Voxel. Es ist kostenlos, recht einfach zu bedienen und erlaubt mir auch normale 3D-Modelle als Baseline zu importieren. Und letzteres ist wichtig, denn auch wenn es eine Menge an talentierter Künstler gibt, welche von Grund auf beeindruckende Modelle herzaubern können, gehöre ich nicht zu diesen. Beim Vollriegel habe ich auch nur das offizielle Modell importiert und von da an losgelegt. Also ist der erste Schritt auf der Agenda, sich ein Modell von Kumoko zu klauen. Es wird sicherlich schon irgendein Trottel gegeben haben, welcher sie vernünftig modelliert hat. Also nicht ganz. Es gibt Leute, welche angefangen haben, es aber zumindest nicht veröffentlichten, und dann gibt es dieses Modell hier. Ich bin zwar in absolut keiner Position, dieses zu kritisieren, aber wenn man das Design von Kumoko in der Animation und der dieses Modells vergleicht, erkennt man schon einen deutlichen Unterschied. Also blieb mir nur noch eines übrig: in der Ecke hocken und heulen. Gefolgt von den Grundlagen von Blender lernen. Um ehrlich zu sein, dies war das erste Mal, dass ich etwas ernsthaft in Blender gemacht habe, und modellieren bzw. nur Low Poly zu blocken ist tatsächlich gar nicht mal so schwer. Besonders wenn es ausreicht, wenn das Ergebnis wie ein Hintergrundmonster aus einem PlayStation 1 Spiel aussieht. Es hilft ebenfalls, dass Kumokos Design gar nicht mal so kompliziert ist und das erste Opening diese Rotation von ihren verschiedenen Formen hat, welches es einfach macht, Referenzen aus den verschiedenen Winkeln zu sammeln. Der Hinterleib selbst ist eigentlich nur eine langgestreckte Kugel, beim Kopf das gleiche, der Kranz ein 14-Eck und die Ohren sind auch nicht der Rede wert. Einzig interessant sind die Beine, welche tatsächlich geriggt und mit Inverse Kinematics ausgestattet sind, damit ich diese frei posieren kann. Farben und so weiter dienen lediglich der Referenz und werden leider nicht im Magica Voxel übernommen. Dann hauen wir das Modell mal rein und... ja, nein. Also mehrere Probleme. Selbst in der Standardgröße von 40×40×40 Voxeln lassen sich die einzelnen Körperteile und besonders die Silhouette von Kumoko nicht wirklich erkennen. Grund dafür sind unter anderem alle Körperteile, welche sich durch die Rasterisierung nur ungünstig überlappen oder zu dick geworden sind. Am deutlichsten sieht man dies an den Beinen, welche definitiv dünner sein sollten und nun an der Seite des Körpers zusammenschmelzen, anstatt individuell von der Unterseite herauszugehen. Der nicht vorhandene Zwischenraum zwischen Körper und Kranz ist auch eher suboptimal. Also zurück im Blender und ein paar Änderungen vornehmen. Genauer gesagt, sämtliche Tiefe aus den Ohren und den Kranz nehmen und das Hinterleib um den Kranz verkleinern. Ich habe ebenfalls die Beine verdünnt und anders positioniert, damit alles am Ende klar lesbar aussieht. In der Zwischenzeit habe ich mich auch für eine finale Auflösung entschieden. Warum, erkläre ich später. Um ehrlich zu sein, dieser ganze Prozess war überwiegend Trial and Error, bis ich irgendwann mit etwas Brauchbarem dastand. Besonders die Beine haben mich fast in den Wahnsinn getrieben und vor allem die Vorderbeine musste ich am meisten nachbearbeiten. Im Nachhinein hätte ich die Beine wahrscheinlich noch dünner machen müssen, aber so bin ich nun auch zufrieden. Der Rest war überwiegend nur noch Cleanup und leichte Änderungen, wie dass die Unterseite der Beine genügend Fläche haben, um sicher stehen zu können. Am Ende kam noch Farbe hinzu und das war es auch schon. Auf jeden Fall, am Ende steht Voxel Kumoko in voller Pracht und Farbe. Dies ist, wie sie am Ende nun auch in echt aussehen soll. Aus Gründen, auf welche ich später eingehe, ist das Modell halb hohl und mit grünen Voxel nach innen ausgepaddet, aber am Ende sieht man davon sowieso nichts. So, Vorlage ist fertig, jetzt natürlich nur die Frage, wie man vom Digitalen zum Physischen kommt. Die Antwort ist eigentlich recht simpel, allerdings brauchen wir dafür jemand Klügeres. Die Grundidee ist eigentlich nicht kompliziert. Da alle Voxel entlang eines 3D-Gitters angeordnet sind, lassen sich diese als Pixel auf mehrere 2D-Gitter reduzieren. Die einzelnen Slices sind dann jeweils ein Voxel dick und am Ende muss man die ausgesägten Stücke nur noch zusammenstecken und alles ist wieder 3D. Bleibt nur noch die Frage, wie ich alles auf das Holz bringe. Beim Vollriegel habe ich einen sehr ambitionierten Ansatz gewählt. Ich habe die einzelnen Slices aus dem Voxel-Editor einfach auf Papier übertragen, auf den Holz wortwörtlich ein Gitter gezeichnet und an diesen markiert, wo ich entlang sägen muss. Dies war nicht nur ungenau, sondern auch sehr fehleranfällig. Für Kumoko habe ich mich diesmal dazu entschieden, ein klein wenig mehr Technologie zu benutzen und stattdessen die Outlines auf Papier zu drucken und diese dann auf das Holz zu kleben. Vorteil, es ist deutlich schneller und genauer, als wenn ich mit Lineal und Augenmaß auf dem Holz zeichne, allerdings setzt dies ein gewisses Maß an Vorarbeit voraus. Außerdem musste ich mir eine neue Tintenpatrone
kaufen, welches mich beinahe in den finanziellen Ruin getrieben hat. Um diese Schablonen zu erstellen, benötigt man ein normales zweidimensionales Bild der jeweiligen Slices, welches man sich relativ leicht ausgeben kann, indem man das Modell als Slices exportiert. Nur ein Problem, Magica Voxel generiert diese Slices von oben nach unten. Ich brauche diese aber von links nach rechts. Eine Lösung wäre, das Modell im Editor in die richtige Orientierung zu drehen und dann zu exportieren. Dies dauert allerdings mindestens 30 Sekunden, weshalb es keinen Grund gibt, diesen Vorgang nicht auch in 3 Stunden zu automatisieren. Übrigens, wenn man durch die einzelnen Slices durchgeht, sieht es so aus wie bei einer Computertomographie, weil es tatsächlich auch irgendwie dasselbe Prinzip ist. Spätestens jetzt sollte ich nochmal auf die Auflösung zurückkommen. Die Auflösung bestimmt nicht nur den Detailgrad, sondern auch indirekt die Größe. Das schließlich alles, welches modelliert am Ende auch gesägt und bemalt werden muss, versuche ich natürlich die Auflösung möglichst gering zu halten. Beim Bearbeiten des Voxel-Modells kam ich dann schließlich auf einen vernünftigen Kompromiss von 35×37×24 Voxeln. Der zweite Grund, warum ich die Auflösung möglichst gering halten will, ist die tatsächlich physikalische Größe. Da ich die Slices aus Holzplatten säge, bestimmt die Stärke des Holzes ebenfalls eine Seitenlänge der Voxel. Und da ich gleich große Voxel haben möchte, bestimmt die Stärke des Holzes ebenfalls Länge, Höhe und Breite. Da ich mit Rohspannplatten arbeite, bestehen meine Optionen aus 8, 10, 12, 16, 19 und 22 mm Dicke. Bei der genannten Auflösung komme ich also auf eine Spanne von hier bis hier. Und auch wenn ich unglaublich down dafür wäre, eine riesige Kumoko zu bauen, habe ich schlichtweg den Platz dafür nicht, weshalb ich eher ins untere Feld tendiere. Zu klein ist allerdings auch nicht optimal, weil bei kleinerer Größe Fehler, unsaubes Arbeiten und Ungenauigkeiten proportional einen größeren Einfluss nehmen. Entschieden habe ich mich letztlich für eine Stärke von 10 mm, was den Vorteil mit sich bringt, dass die Konvertierung von Voxel zu echter Größe quasi trivial ist und man somit auf eine finale Größe von 35×37×24 cm kommt. Um ein wenig Papier und Arbeit zu sparen, habe ich versucht, die Outlines der ganzen kleinen Stücke auf eine Seite zu bringen, was am Ende sogar zu einer Art lustigen Puzzle wurde. Bitte bedenkt, dass ich keine kluge Person bin. Und dann ist mir beim Rumschieben aufgefallen, dass unser Drucker nicht groß genug ist. Ein normales DIN A4 Blatt hat eine Größe von 29,7×21 cm. Mit Puffer also etwa eine Größe von 29×20 cm. Problem: ein guter Teil des Slices ist länger als 29 cm. Ich habe es am Ende so gelöst, dass ich die längeren Teile in 2 geteilt, separat voneinander gedruckt und dann wieder zusammengeklebt habe. Wahrscheinlich nicht die beste Methode, aber es funktioniert. Das letzte Problem ist, wie man die Schablonen auf das Holz aufteilen will. Allerdings wollte ich es mir da recht einfach machen und das Holz direkt auf die Größe der Schablonen zuschneiden lassen. Dies wäre zwar keine 100% effektive Nutzung, hat aber den Vorteil, dass das Holz in einer Größe kommt, welches sich auch ohne eigenen Personenkraftwagen transportieren lässt. So, dann einmal alle Outlines im Dokumenteneditor meiner Wahl auf die richtige Größe skalieren, sowie Eindruckfolgen später und ich habe einen Plan in der Hand. Auf jeden Fall, ab jetzt wird endlich in die Hände gespuckt. Inzwischen wird sich so manch einer vielleicht fragen, ob sich ab einem gewissen Punkt der ganze Aufwand nicht durch eine CNC-Fräse wegtrivialisieren lassen würde. Und ich meine, ja, allerdings ist das nicht ganz der Sinn der Sache. Rom wurde schließlich auch nicht aus Stein gemeistert. Also bevor man mich fragt, ob ich nicht eine CNC-Fräse benutzen könnte, spuckt mir doch bitte gleich ins Gesicht. Doch bevor wir überhaupt daran denken können, Hand anzupacken, muss Papa erstmal ins Holz kommen. Wie bereits gesagt, mein ursprünglicher Plan war, mir die Holzplatten auf die Größe der Schablonen zuzuschneiden. Doch dann habe ich bemerkt, dass ich mein Privileg, kostenlos im Mercedes-Titel chauffiert zu werden, verloren habe und mir stattdessen das Holz in Standardgröße nach Hause liefern lassen. Der Versand kostet tatsächlich weniger als die Fahrkarte zum Baumarkt und ich muss auf den Rückweg nicht knapp 10 Kilo Holz schleppen. Nachteil: ich habe mit diesen 120×60 cm Platten zu arbeiten, welche ich zuerst zurechtschneiden musste. Ich habe es so gemacht, dass: Hi, ich bin's aus den Editing Off. Eigentlich erkläre ich hier, wie genau ich die gedruckten Outlines auf das Holz aufgeteilt habe. Allerdings ging dies viel zu lange für wie uninteressant der Prozess eigentlich ist und das einzige, was man daraus mitnehmen sollte, ist, dass ich viel zu viel Platz zwischen allem gelassen habe, weshalb ich jetzt wortwörtlich eine Tasse voller Holzüberreste habe, dessen Stücke zu klein sind, um noch irgendwie verwendet zu werden. Also lasst mich stattdessen euch einen hilfreichen Tipp auf den Weg geben. Lasst euch von einer anderen Person auf die Finger schauen. 2 Köpfe sind in der Regel klüger als einer. Mit allen Holzplatten in ihrer nicht ganz finalen Größe habe ich dann alle Schablonen einfach mit so einem Klebestift, den ich wahrscheinlich zuletzt in der Grundschule benutzt habe, aufgeklebt. Zusätzlich kommt dann noch meine Schicht durchsichtiges Paketband oben drauf, um die Schablone zu fixieren und weil es angeblich beim Sägen helfen soll. Fragt mich nicht warum, vertraut dem Prozess. So, dann kann der tatsächlich handwerkliche Teil mal losgehen. Nur nicht hier. Dies ist ein normales Wohngebäude und ich habe in allen Richtungen Nachbarn, welche ich nur ungern durch stundenlanges Sägen nerven will. Gut, dann sucht man sich halt einen anderen Ort und es wird sich sicherlich schon irgendwo eine offene Werkstatt in der Nähe finden.
Like, Brudi, ich will doch nicht nach Altona oder in die Hafen City fahren müssen. Durch Zufall bin ich dann nochmal auf das Open Lab Hamburg gestoßen. Dieses ist zwar eigentlich ein normales Fab Lab, stellt aber eine Dekopiersäge bereit, welche prinzipiell ideal für mein Vorhaben ist. Das Open Lab ist eine offene Werkstatt, zu der jeder am Open Lab Day Zugang hat und man nach kurzer Einführung die Geräte eigenständig nutzen darf. Und das Schlimmste, es kostet nicht einmal Geld. Auch unabhängig von was ich gemacht habe, kann ich das Open Lab absolut empfehlen. Die Leute sind unglaublich cool drauf und man kann da Sachen machen, von denen man nicht einmal wusste, dass man darauf Lust hat. Mir wurde zum Beispiel angeboten, dass die ganzen Einzelteile theoretisch auch mit einem Lasercutter hätte ausschneiden können, welches zusätzlich den Vorteil hat, dass dies wahrscheinlich nur einen Bruchteil der Zeit benötigt, und der einzige Grund, warum ich dies noch nicht gemacht habe, ist der, dass ich keine 2 Kumokos brauche. 4 wären nochmal etwas anderes, aber mir reicht es erstmal mit nur einer. Und falls einer vom Open Lab Team irgendwie auf dieses Video gestoßen ist, es tut mir so schrecklich leid, dass ich eure ganzen empfindlichen Geräte mit meinen endlosen Sägen zugestaubt habe. Sorry. Aber genug davon, ab jetzt wird endlich gesägt. Eine Dekopiersäge ist ziemlich cool, weil die Säge fest auf der Stelle sägt und man stattdessen das Schneidewerk bewegt, weshalb man im Gegensatz zu einer Stichsäge das Holz nicht immer separat fixieren muss und schnell aus verschiedenen Winkeln sägen kann. Inzwischen kann ich auch mal auflösen, warum das 3D-Modell im Inneren hohl, aber teilweise ausgepaddert ist. Eigentlich braucht man nur die äußere Hülle des Modells, da man alles im Inneren sowieso nicht sieht. Auf der anderen Seite macht es auch nichts, wenn das fertige Werk im Inneren ausgefüllt ist. Mein Vollriegel ist ebenfalls nicht hohl und es macht es sogar am Ende einfacher, die einzelnen Slices zusammenzufügen. Bei Kumoko hingegen ist es aber die Überlegung wert, den extra Schritt zu gehen. Besonders der Hinterleib sorgt dafür, dass der Massenmittelpunkt nach hinten verlagert ist, und auch wenn die Beine so positioniert sind, dass Kumoko nicht umfallen sollte, macht es dennoch Sinn, dass das Gewicht möglichst auf allen Beinen verlagert ist. Dazu kommt, dass man durch den Hohlraum generell einiges an Gewicht spart. Am Ende macht dies ungefähr ein Siebtel des Volumens bzw. Gewichtes aus. Da Kumoko am Ende so ziemlich genau 5 Kilogramm auf die Waage bringt, ist dies ein gutes Stück, welches eingespart wurde. Bevor die Hohlräume aber ausgesägt wurden, habe ich im Inneren des Slices an manchen Ecken jeweils ein Loch in die inneren Ecken gebohrt. Einerseits, damit ich das Sägeblatt durch diese Löcher durchfädeln kann und keinen Schnitt durch den Holzkörper tätigen muss, und zweitens, damit ich das Sägeblatt an den Ecken drehen und somit den Innenraum in einen sauberen Schnitt aussägen kann. Lasst mich nicht lügen, der ganze Sägespaß hat an die 10 Stunden gedauert. Besonders der Kleinkram war unglaublich zeitaufwendig und auch meine fragwürdige Entscheidung, in den Schablonen jedes Einzelstück mindestens 2 cm Abstand voneinander haben zu lassen, hat dazu beigetragen. Schließlich ist es weniger, dass ich die Stücke aussäge, als dass ich alles herum absäge. Je weniger Fläche ich tatsächlich benutze, umso mehr Arbeit hatte ich davon. Als nächstes geht es zur Federkorrektur, denn nicht jeder Schnitt ist mir perfekt gelungen. In der Regel habe ich versucht, nicht auf der Linie, sondern leicht daneben zu sägen, einfach damit die Feinarbeit mit der Raspel oder Feile gemacht werden kann, da man mit der mehr Kontrolle hat. Abweichungen in den Geraden werden beradigt, indem sie der Länge nach geschliffen werden, und zuletzt werden alle Ecken auf einen Winkel möglichst nah an 90 Grad gebracht. Zuletzt wird noch überprüft, ob alle Flächen glatt geschliffen sind, damit die Farbe auf der Sägefläche besser haften kann und man sich nicht noch aus Versehen einen Splitter einfängt. Mit allem ausgesägt wird es endlich bunt. Zum Anmalen der Einzelteile benutze ich Acrylfarbe, welches 100-mal praktischer ist als die Spraydosen, welche ich beim Vollriegel benutzt habe. Man kann ebenfalls quasi alle Farben aus den Hauptfarben zusammenmischen, weshalb ich mir die passenden Farben einfach gekauft habe, weil ich nicht noch einmal Stunden damit verbringen will, den richtigen Farbton zu finden. Einziges Problem war, dass besonders das Weiß nicht besonders deckend ist und ich mehrere Anstriche brauchte, bis alles wirklich so aussah, wie es sollte. Das Grau hätte ebenfalls ein wenig dunkler sein können, aber es ist, was es ist. Wie beim Sägen auch, ist das eigentliche Anmalen nicht besonders aufregend und es wird sowieso die meiste Zeit damit verbracht, Masking Tape anzubringen. Man könnte argumentieren, dass es mehr Sinn macht, Kumoko erst anzumalen, wenn sie vollständig zusammengesetzt ist, aber da ich es einfacher finde, das Holz zu bemalen, wenn man es noch flach auflegen kann, besonders an sonstig konkaven Stellen, habe ich mich dazu entschieden, diesen Schritt dem anderen vorzuziehen. Nachbesserungen werden sowieso getätigt, wenn alles zusammengestellt ist. Okay, all die Arbeit und am Ende habe ich einen Haufen an bunten Einzelteilen. Wie kriege ich nun alles wieder zusammen? Beim Vollriegel habe ich so gemacht, dass ich von der Mitte aus Schicht für Schicht nach außen gegangen bin. Dabei habe ich das Holz an 2 oder 3 Punkten, welche idealerweise von der nächsten Schicht überdeckt werden, an die vorige Schicht mit einem Nagel gehämmert. Das Ganze wiederhole man, bis man in der letzten Schicht angekommen ist. Die kleinen Stücke, welche man nicht an die vorige Schicht nageln kann, habe ich dann mit Holzleim einfach rangeklebt. Prinzipiell wäre Holzleim wahrscheinlich die sauberste Lösung, man müsste nicht unbedingt in eine Richtung arbeiten. Allerdings muss man die Stücke dann ebenfalls klemmen und Stunden warten, bis sie richtig getrocknet sind. Nägel sind da schon deutlich praktischer, auch wenn man dabei das Holz beschädigt. Auch an Schrauben habe ich gedacht, weil man dann theoretisch alles wieder auseinandernehmen kann, welches bei der Größe von Kumoko schon irgendwie praktisch wäre, falls ich sie mal transportieren muss. Idealerweise könnte ich Kumoko in kleinere Einzelteile einteilen, diese separat voneinander zusammenfügen und erst zum Schluss alles fertig montieren. Und auch wenn es lustig wäre, wenn ich Kumoko der Mitte nach öffnen könnte, um den Hohlraum im Inneren zu nutzen, geht es mir dabei eher um die Beine. Hinterleib und Kopf sind alles kein Problem, aber die Beine sind nicht nur unhandlich, sondern müssen am Ende auch
auch gerade auf dem Boden stehen. Und es wäre einfacher, diese aufeinander abzustimmen und an den Körper anzubringen, anstatt auf gut Glück vom Körper aus die Beine aufzubauen und hoffen, dass am Ende alle richtig Kontakt zum Boden haben. Jetzt nur die Frage, wie man alle Stücke miteinander verbindet. Man könnte an beiden Seiten ein Loch bohren und ein Dübel als Stift benutzen, welcher beide Stücke miteinander verbindet. Doch hier bezweifle ich, dass dies stark genug wäre, um das Gewicht des Körpers zu tragen. Ganz davon abgesehen, dass dies Präzisionsarbeit wäre, zu der ich nicht in der Lage bin. Selbes gilt für Schienen oder ähnlichem. Schrauben wirken auf den ersten Blick vielversprechend. Allerdings vertraue ich nicht, dass alles nach mehrfachen Auf- und wieder Zuschrauben wirklich lückenlos hält und es irgendwann anfängt zu wackeln. Nach vielen Hin und Her habe ich mich dann auf Folgendes geeinigt. Alles bis auf Beine und Kleinteile werden zusammengenagelt. Der Hauptkörper wurde somit zusammengesetzt, dass jede Ebene mit der nächsten über einen kleinen Nagel an 4 Stellen verbunden ist. Dies hat auch sehr gut funktioniert, bis ich auf die Idee kam, mehrere große Nägel für zusätzliche Haftung zu benutzen, mit welchen ich dann konsequent das halbe Ding wieder auseinandergenommen habe und effektiv dafür sorgte, dass am Ende kleine Lücken entstanden, auch als die langen Nägel wieder draußen waren. Ich habe in diesem Vorgang auch mehrere Stellen am Holz versmettert oder Nägel irreparabel ins Holz gehämmert, was nochmal zur Verschlimmbesserung beitrug. Tja, wie sagt man so schön in Hamburg? Den einen fressen die Haie, den anderen die Fische. Die entstandenen Lücken konnte ich noch irgendwie korrigieren, indem ich in diese Holzleim gedrückt habe, sodass Kumoko zumindest nicht mehr quietscht, wenn man sie zusammendrückt. Am Ende hätte ich das gleiche wie beim Bein tun sollen und von Anfang an einfach Leim benutzen. Wobei dies auch nicht ohne Komplikationen vonstatten lief. Auch wenn Holzleim Stunden braucht, um komplett zu trocknen, klebte dennoch bereits schon ab Minute 1 recht fest. Als ich also 2 Teile an der falschen Stelle zusammengeleimt habe, hatte ich schon Panik, als diese mit nur sehr viel Tatendrang wieder auseinandergingen. Und hätte ich dies nur eine Minute später bemerkt, hätte ich wahrscheinlich beide Stücke von Anfang an neu machen müssen. Auf jeden Fall, nachdem ich Kumoko ordentlich durchgenagelt und mit weißem klebrigen Zeug vollgepumpt habe, kann nun alles zusammengesetzt werden. Die Position, an welchen die Beine befestigt werden, habe ich herausgefunden, indem ich den Körper mit den Holzüberresten erhöht aufgestellt habe. Da die Holzplatten jeweils eine Dicke von 1 cm haben, ist der Körper korrekt 4 cm angehoben, während die Beine Kontakt mit dem Boden haben. Der Übergang zwischen Körper und Bein mag deshalb ein wenig unsauber sein, wenn die Beine nicht die exakte Länge bzw. Höhe hatten, aber dafür hat Kumoko wenigstens einen festen Stand, welches mir in diesem Fall wichtiger ist. Mit allen an seinem finalen Platz ist man quasi fertig und ich ging nochmal überall mit Farbe rum. Einerseits um Fehler zu korrigieren, andererseits um die Oberfläche zu verbessern. Da Acrylfarbe tatsächlich Volumen einnimmt, konnte ich somit die Lücken zwischen den einzelnen Slices quasi stopfen, als auch abgebrochene Ecken und Lücken wieder auffüllen. Verglichen mit meinen Vorriegel kann man den Unterschied der Oberfläche eigentlich recht gut erkennen. Den scharfsinnigen Zuschauern unter euch ist vielleicht bereits aufgefallen, dass ein kleines Detail an Kumoko fehlt, namentlich ihr Gesicht. Ich war mir zuerst unsicher, ob ich überhaupt ein Gesicht male, weil es sehr davon abhängt, wie gut das Gesicht am Ende aussieht. Spoiler: sah in Ordnung aus. Fürs Gesicht selbst ging es wieder in den Voxel-Editor. Da die ursprüngliche Auflösung viel zu gering fürs Gesicht ist, habe ich diese ganz simpel verdoppelt und dann versucht, das Gesicht des Key-Visuals irgendwie auf das Modell zu projizieren. Es passt nicht immer genau und den Augen fehlen die Pupillen, aber davon abgesehen funktioniert es recht gut in 3D. Zuletzt durfte ich nochmal den Pinsel schwingen. Hätte ich jetzt noch eine ruhige Hand gehabt, würde das Gesicht sogar ganz gut aussehen. Ich weiß, im Großen und Ganzen sieht es in Ordnung aus, aber diese kleinen Fehler und Abweichungen werden mich für den Rest meines Lebens verfolgen und es ist der Bereich, wo man wohl am meisten noch verbessern könnte. Und das war's. Wenn man alle Probleme und den ganzen Zeitaufwand ignoriert, war es ganz eigentlich ziemlich simpel. Jetzt bleibt nur noch eine Frage und zwar, wohin mit ihr? Nein, wirklich, wohin mit ihr? Ich habe keinen Platz. Sie ist zu groß. Sie ist einfach zu groß. Hey, ich lebe noch. Fun Fact: Die erste Version dieses Videos wäre locker doppelt so lang geworden. Wie sich herausstellt, kann ich endlos lange über Mathe und technische Details vor mir herreden. Ansonsten für alle, die sich fragen, warum so lange kein Video kam, aber fürchtet euch nicht, das nächste Video wird nicht so lange auf sich warten lassen. Vielleicht. Ich war mir übrigens unsicher, ob ich dieses Video auf den Hauptkanal oder nicht doch vielleicht auf den Zweitkanal posten soll. Allerdings wurde der Aufwand immer größer, weshalb es so schade wäre, wenn jenes im Nirgendwo untergeht. Außerdem, es hat dann nie jemand behauptet, dass dies hier ein Anime-Kanal wäre. Auf jeden Fall, dies war es soweit von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und falls ihr selber irgendetwas zu sagen habt, würde ich mich immer gerne um einen Kommentar freuen. Ansonsten, Like, Abo, schaut auf meinem Blog vorbei, trinkt genügend Wasser und passt auf euch auf. Also, jetzt wo ich die beiden so vor mir sehe, eigentlich könnte eine dritte Figur auch noch gehen.